In den kanadischen Rocky Mountains herrscht ein strenger Winter, Schneestürme sind an der Tagesordnung. Weißer Schnee bedeckte die Berghänge und verwandelte die Landschaft in eine wilde und kalte Kulisse. Inmitten dieser Szenerie geht die Tierwelt weiter, und unzählige Tiere versuchen zu überleben. Der Rotfuchs ist häufig in Kiefernwäldern anzutreffen und ist anmutig und flink. Doch dieser Winter war besonders hart, sodass ihr Überlebenskampf noch härter war. An einem windgeschützten Hang liegt im Gebüsch versteckt ein kleiner Fuchsbau. In dieser Höhle zitterte ein Fuchsbaby vor Kälte und Hunger. Es sind 3 Tage vergangen, seit die Mutter dieses Fuchsbabys weggegangen ist und nicht zurückgekehrt ist. Der kleine Fuchs, dem die Jagdkünste fehlten, begann um Hilfe zu schreien. Der Schrei hallte durch den dichten Schnee und erreichte die Ohren eines in der Nähe umherstreifenden Wolfsrudels. Diese Wölfe sind wild und haben wenig Nahrung, sodass sie leichter durch die Geräusche schwacher Beute angelockt werden. Jeder Wolf schnüffelte und suchte überall nach der Quelle des Schreis. Der kleine Fuchs hatte nicht damit gerechnet, dass sein verzweifelter Ruf den Wolf anlocken würde. Als es dunkel wurde, fanden die Wölfe das Versteck des Fuchsjungen. 5 Wölfe näherten sich dem Höhleneingang und schnüffelten an der Witterung des kleinen Fuchses. Ihre Anwesenheit machte die Atmosphäre angespannt und unheimlich. In der Höhle hatte der Fuchs solche Angst, dass er zitterte und nur noch schwach winseln konnte. Der größte Wolf, der Anführer, griff hinein, biss dem Fuchsjungen in den Hals und zog es heraus. Die übrigen Wölfe umringten ihn rasch und fletschten erwartungsvoll die Zähne. In diesem Moment ertönte aus der Ferne ein lauter Schrei. Der Schrei stammte von 3 Wildtierrettern, die in der Nähe waren. Es waren William, George und Emilia, erfahrene Veteranen dieser Bergregion. Sie hatten ihre Felduntersuchung gerade beendet, als sie das Heulen der Wölfe und das Schreien der Füchse hörten. William, der Größte, trug einen Elektroschocker und schrie laut, um die Wölfe zu verscheuchen. Auch George machte mit, wedelte mit Armen und Beinen und verwirrte die Wölfe. Emilia, das jüngste Mädchen der Gruppe, schritt schnell ein, um den jungen Fuchs zu beschützen. Die Wölfe wirkten vor dem Erscheinen der 3 Menschen misstrauisch. Der Alpha-Wolf knurrte, musste dann aber ein paar Schritte zurückweichen. Schließlich drehten sie sich um und rannten in den tiefen Wald, wobei sie das verletzte Fuchsjunge zurückließen. Emilia bückte sich sofort und hob den Fuchs vorsichtig hoch, wobei sie seinen dünnen und kalten Körper befühlte. Als Emilia sah, dass der Fuchs vor Hunger erschöpft war und zitterte, drückte sie ihn fest an ihre Brust, um ihn zu wärmen. Dieser Fuchs muss erst ein paar Monate alt sein, sagte sie zu William und George. William nickte mit besorgtem Blick, es sieht sehr schwach aus, da sind einige Wolfsbisswunden. George sah sich schnell um und vergewisserte sich, dass die Wölfe nicht zurückgekehrt waren. Den 3 Männern war sofort klar, dass sie den Fuchs in eine Notaufnahme bringen mussten. Der Weg zurück ins Zentrum ist nicht allzu weit, aber das schlechte Wetter erschwert die Fortbewegung des Autos. In den Rocky Mountains kam es kürzlich zu mehreren Schneestürmen, die den Tieren Nahrungsmangel bescherten. Es kommt häufig vor, dass Tierbabys ausgesetzt werden, weil ihre Mütter zur Migration gezwungen sind oder nicht zurückkehren können. Ihr Rettungszentrum ist geschäftiger denn je und nimmt viele verwaiste Tiere auf. Als er ankam, brachte William den Fuchs schnell in die Klinik. George bereitete warme Decken und etwas Ziegenmilch für das Fuchsjunge vor. Emilia machte das Licht an und untersuchte die Wunden des Fuchses. Sie bemerkte Wolfszahnspuren im Fell und ein paar blutige Kratzer. Gott sei Dank sind wir rechtzeitig angekommen, hauchte Emilia und machte sich daran, die Wunde zu desinfizieren. Der Fuchs stöhnte vor Schmerz, schien aber zu wissen, dass er gerettet war. Emilia legte sorgfältig einen Verband an, wobei sie Baumwollgase um Schulter und Hüfte wickelte. Dann gab sie dem Fuchsjungen etwas warme Milch. Es trank gierig und zeigte damit, dass es sehr hungrig war. William und George standen da und sahen zu. Sie lächelten leicht, als sie sahen, wie der Fuchs wieder Sicherheit und Wärme fand. Wir sollten ihm einen Namen geben, schlug George vor. Emilia dachte einen Moment nach, nennen wir es Aspen, das klingt sanft und ruft Bilder von Bergen und Wäldern hervor.
Von diesem Tag an war Aspen ein besonderer Patient im Rettungszentrum. In den ersten Tagen schlief Aspen viel, um wieder zu Kräften zu kommen. Jedes Mal, wenn sie es verband, half Emilia dem Fuchsjungen sanft, weniger Angst zu haben. Aspen sah dankbar aus und seine dunklen Augen blickten Emilia vertrauensvoll an. Als die Wunden heilten, begann Aspen, sich mehr zu bewegen. William ist für die tägliche Gewichtskontrolle und die medizinischen Untersuchungen zuständig. George baute im Hof eine kleine Übungssäcke, die eine natürliche Umgebung simulierte. Emilia konzentriert sich darauf, Aspen beizubringen, getreu seinem Fuchsinstinkt nach Nahrung zu suchen und Beute zu verfolgen. Tag für Tag wurde Aspen stärker, sein rotes Fell dicker und seidiger, sein Schwanz wedelte stolz. Obwohl die Espe an Menschen gewöhnt ist, behält sie ihre natürliche Vorsicht. Jedes Mal, wenn es Radiowellen oder seltsame Geräusche sah, kniff es die Augen zusammen und zuckte zurück. Dies zeigt, dass Aspen seine wilden Instinkte nicht verloren hat, ein positives Zeichen. Die 3 Mitarbeiter erinnern sich gegenseitig immer daran, Berührungen und zu große Nähe zu vermeiden. Sie möchten, dass Aspen nach seiner Entlassung über genügend Fähigkeiten verfügt, um zu überleben. Der Winter ging allmählich vorbei und die Schneestürme wurden seltener. Im frühen Frühling entschied das Zentrum, dass Aspen bereit sei, in die Wildnis zurückzukehren. William und George fuhren Aspen in ein sichereres Waldgebiet weiter unten. Emilia begleitete uns und hatte Ersatzfutter und einen tragbaren Käfig dabei. Als sie dort ankamen, öffneten sie die Käfigtür und Aspen stieg zögernd heraus. Der Fuchs blickte zu den 3 Menschen auf, die ihn gerettet hatten, und schien dann zu verstehen, dass es Zeit war, sich zu trennen. Nach einem Moment schoss Aspen über das Gras in den Wald und verschwand hinter den Bäumen. William atmete leise aus, etwas widerwillig, aber wissend, dass es das Beste war. George klopfte Emilia auf die Schulter und lächelte aufmunternd. Das Mädchen behielt ihn im Auge und glaubte, dass Aspen sich dort draußen gut schlagen würde. Sie kehrten zum Zentrum zurück und setzten ihre aufwendige Rettungsarbeit fort. Mit der Zeit kam es häufiger zu Schneestürmen, die sich jedoch mit den Jahreszeiten allmählich auflösten. Ein Jahr nach Aspens Freilassung herrscht im Zentrum immer noch reges Treiben. William, George und Emilia erwähnten Aspen kaum und erinnerten sich nur gelegentlich daran. Aber tief im Inneren hofft jeder, diesen tapferen Fuchs wiederzusehen. Eines Morgens ordnete Emilia gerade ihre Medizin, als sie ein Geräusch am Tor hörte. Sie rannte hinaus und sah eine Fuchsmutter und 4 Fuchsbabys, die ordentlich in einer Reihe aufgestellt waren. William rannte ihm hinterher und rief: „Ist das Aspen?" George kniff die Augen zusammen und erkannte sofort die schwache Narbe auf der Schulter des großen Fuchses. Tatsächlich war Aspens rotes Fell jetzt schöner und sein Verhalten reifer. 4 Fuchsjunge drängten sich hinter ihre Mutter und schauten sich neugierig um. Emilia lächelte strahlend und rannte hinein, um etwas zu essen zu holen. Aspen zeigte keine Angst und schnüffelte sogar in der Mitte herum, als würde er sich an die alte Art erinnern. Die Fuchsjungen aßen und tranken schnell und lecker und wedelten fröhlich mit dem Schwanz. Seitdem kommen Aspen und seine Fuchsjungen regelmäßig zu Besuch, machen das Zentrum zu einem zweiten Zuhause und bereiten allen Freude. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.